Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal bei unserer ersten Videopodcast-Folge. Hallo. Mein Name ist Konstanze. Und ich bin Dennis. Hallo. So, warum haben wir uns dazu entschieden, einen Videopodcast zu machen? Genau, warum, Konstanze? Natürlich machen momentan alle einen Podcast, aber hier hat es auch Lernhintergründe. In einer Prüfung beispielsweise müssen die Lerner bei einem Deutschtest auch ein Hörverstehen bewältigen. Und hierfür sollten Sie über einen längeren Zeitraum auch jemandem zuhören, wie er Deutsch spricht. Okay, und warum dann genau als Video? Als Video ist das insofern sinnvoll, als dass die Lerner, die jetzt beispielsweise noch nicht so weit fortgeschritten sind, auch jemanden sehen. Sie können die Lippenbewegungen nachvollziehen und wenn jemand schon ein wenig erfahrener und fortgeschrittener ist, würde ich empfehlen, dass er versucht, ohne zu gucken, einfach nur zuhört und sich auf die Inhalte konzentriert. Genau. Und wir versuchen hier natürlich so flüssig wie möglich zu reden, aber trotzdem so, dass man uns verstehen kann, hoffentlich. Genau. Wichtig ist natürlich auch, wenn ich eine neue Sprache lerne, dass ich auch verschiedene Personen höre. Also nicht nur eine Person, meinen Lehrer oder einen Freund, sondern so viele Personen wie möglich, Frauen, Männer. Genau. Und dieser Podcast, den wir jetzt in der ersten Folge hier mal ausprobieren oder versuchen wollen, richtet sich demnach auch an alle Lerngruppen, also ob jetzt A2 oder B1 oder C1, jeder kann hier das je nach Schwierigkeitsgrad herausziehen, was für ihn gut ist. Ja, also ich glaube, sinnvoll ist es, hier zuzuhören und zu lernen, wenn man bereits das Niveau B1 erreicht hat. Okay. Natürlich ist es gut, auch wenn man mit einem A2-Niveau zuhört, aber da kann man natürlich nicht so viele Wörter und Sätze verstehen, sondern konzentriert sich vielleicht mal auf einige Wörter. Das reicht auch schon. Gut, heißt aber auch, wenn ich jetzt vielleicht noch nicht auf einem B1-Niveau bin und hier sehr, sehr gerne zuhören möchte, weil wir auch viele spannende Themen hoffentlich haben, dass es dann auch nicht schlimm ist, wenn ich nicht alles verstehe oder auch mal den Faden verliere und vielleicht bei einem anderen Thema wieder besser drin bin? Nein, absolut nicht. Also da würde ich gerne raten, dass diejenigen einfach dabei bleiben, sich nicht entmutigen lassen und einfach von einer zur nächsten Videopodcast-Folge merken, dass sie immer mehr verstehen. Das wäre natürlich optimal. Genau. Und unser Anspruch ist, vielleicht so ein bisschen das Niveau und die Schwierigkeiten einem Hörverstehen nachzuspielen, nachzuempfinden und das als gute Übung geben. Genau. Außerdem haben sich noch einige Zuhörer und meine Abonnenten beschwert, dass einige Videos ein wenig zu kurz waren. Das hatte natürlich was mit der Thematik zu tun, denn die letzten Videos haben sich hauptsächlich mit Redewendungen und Sprichwörtern beschäftigt. Genau. Und da war es wichtig, dass man sogenannte Learning Nuggets, also kleine Einheiten bereitstellt, nicht länger als 2 Minuten, schnell einen Inhalt lernt und dann weiter zum nächsten Inhalt springt. Ja, die 2-Minuten-Marke haben wir, glaube ich, jetzt schon geknackt. Richtig. Also diese Videopodcasts, die werden sich ungefähr in dem Zeitrahmen zwischen 7 und 15 Minuten bewegen, denn viel länger kann man als Deutschlerner auch nicht zuhören oder sollte man auch nicht am Anfang. Gut, aber bei den Sprachtests, das Hörverstehen ist in etwa genauso lang oder ist es kürzer? Nein, also bei diesen Tests ist es kürzer. Es hat natürlich viel mehr Inhalt und beschäftigt sich auch mit vielen, vielen Themen, ähnlich wie unser Videopodcast es tun wird, aber vor allem mit alltagsnahen Themen. Okay, dann lass uns doch mal mit einem Alltagsthema beginnen. Gut, hast du einen Vorschlag? Nun, im Moment ist immer noch Corona-Situation, das heißt, das Virus
beschäftigt uns jeden Tag und ja, gibt auch die Marschrichtung vor im Alltag. Das heißt, wir sind immer noch im Lockdown, es ist Mitte Februar. Draußen ist es sehr, sehr kalt momentan. Wir haben teilweise minus 10 bis minus 20 Grad in Teilen Deutschlands. Ja. Und ja, wir sind eigentlich die meiste Zeit zu Hause in der Wohnung und versuchen uns die Zeit bestmöglichst zu vertreiben. Ja, richtig. Viel zu Hause arbeiten, ab und an mal Sport machen. Versuchen zu machen. Ja, es klappt mal besser und mal schlechter. Aber ansonsten, wie empfindest du Corona für dich? Ist das eher anstrengend? Findest du es blöd oder siehst du auch die positiven Seiten daran? Naja, ich glaube, wir zwei, und so geht es sehr, sehr vielen, sind in einer sehr komfortablen Situation, weil wir eine schöne, große Wohnung haben. Wir können uns den Alltag noch ein wenig schön gestalten. Wir sind es auch teilweise schon vor dem Lockdown gewohnt, von zu Hause zu arbeiten. Das heißt, in der Arbeitswelt hat sich jetzt nicht so viel verändert. Aber natürlich gibt es auch sehr, sehr viele Familien und auch gerade Alleinstehende, die eine sehr harte Zeit haben, weil eben der soziale Kontakt völlig fehlt, weil vielleicht die Wohnungssituation etwas eng ist. Und da empfinde ich mit jedem mit, den das momentan bedrückt. Aber auf der anderen Seite, das wirst du bestätigen, findet sich vielleicht auch immer mal was, ein neues Hobby, eine neue Quelle, wo man Wissen hernehmen kann, ein neues Buch, wo man irgendwas rausziehen kann. Gibt es da bei dir was du gelernt hast in dieser Zeit oder was du vielleicht neu entdeckt hast in dieser Zeit? Beschränken wir es vielleicht mal auf die Top 2 positiven Dinge für einen persönlich auf Corona und Top 2 negativen Dinge. Ich fange mal an mit einer sehr positiven Sache. Ich habe das Malen für mich entdeckt, also wiederentdeckt. Ich habe früher viel gezeichnet und gemalt, weil es mich sehr entspannt und ich mich gerne auch kreativ beschäftige. Und bisher hat mir die Zeit dafür gefehlt oder man hat abends auch häufig mal sich mit Freunden getroffen oder war außerhalb der Wohnung unterwegs. Und da man sich momentan eher in der Wohnung beschäftigt, habe ich das wieder für mich entdeckt. Hast du etwas Gutes? Ja, wenn du das Malen ansprichst, was ich wieder entdeckt habe oder versuche etwas aufzufrischen, da sind wir auch ganz im Thema, ist zwar nicht Deutsch lernen, das kann ich ein wenig, aber Französisch habe ich für mich wieder entdeckt. Ich lerne gerade Französisch neu. Ich hatte es in der Schule lange Zeit auf einem Niveau, ich würde es B1 nennen, was man so nach dem Abitur hat. Und da versuche ich jetzt erstens wieder anzuknüpfen auf das Niveau, weil man doch sehr, sehr viel vergessen hat in all der Zeit. Und vielleicht auch noch mal eins nach oben zu kommen. Und das macht im Moment sehr, sehr viel Spaß. Okay, dann lass uns mal mit was Negativem weitermachen. Ich finde es momentan sehr schwierig, mich zu motivieren, Sport zu machen. Denn es ist sehr eintönig, es ist immer das Gleiche. Entweder mache ich Yoga oder Übungen zu Hause in der Wohnung oder ich gehe raus joggen. Und viel mehr Möglichkeiten sehe ich nicht. Und das finde ich sehr schade, denn ich bin früher sehr gerne ins Fitnessstudio auch gegangen. Das fehlt mir momentan ein wenig. Und bei dir? Ja, vielleicht ein negativer Punkt. Ja, wie soll man es nennen, die Vielfalt in der Gestaltung. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da sind wir sehr, sehr gerne hier durch die Fußgängerzonen gelaufen, in die Geschäfte gegangen, auch in die kleinen Boutiquen. Shoppen, yeah. Einfach mal neue Sachen zu sehen, was kann man ausprobieren, in Restaurants zu gehen, zu essen, neue Welten zu entdecken, sei es jetzt mal italienische Küche oder asiatische Küche. Und da auch so ein bisschen Vielfalt in den Alltag zu bekommen. Und erstens, dass wir das momentan nicht machen können, ist schon ein einschneidender Punkt. Aber auch, dass es vielleicht in der ersten Zeit, wenn es wieder geht, es sehr, sehr viele Betriebe gibt, die es dann eben nicht mehr gibt. Weil gerade viele Restaurants und kleine Läden im Moment sehr, sehr wirtschaftlich eng dastehen und vielleicht diesen Lockdown nicht überstehen werden.
Finanziell meinst du jetzt? Natürlich finanziell. Ja, stimmt. Dann sag du mal noch einen negativen Punkt, damit wir mit etwas Positivem diesen Podcast beenden wollen. Eine sehr gute Idee. Dann mache ich mal weiter mit was Negativem. Das sind die sozialen Kontakte. Ich bin letztes Jahr im Oktober 30 geworden und ich wollte gerne etwas größer feiern und das ging leider nicht. Davon abgesehen fehlen mir schon meine Freunde, dass man sich in einem größeren Kreis wirklich persönlich treffen kann. Natürlich haben wir heutzutage ganz tolle Möglichkeiten, uns digital auszutauschen. Aber trotzdem ist es nicht ganz das Gleiche, wirklich jemanden in den Arm zu nehmen oder sich mal gegenüber zu sitzen und face to face sozusagen von Angesicht zu Angesicht anschauen und sich auszutauschen. Das fehlt mir schon sehr, meine Familie beispielsweise auch. Ja, also da kann ich mich, glaube ich, nur anschließen. Das wäre auch mein negativster Punkt an dieser ganzen Krisensituation. Die Familie und die sozialen Kontakte fehlen einem schon. Also gerade wenn man ein kleines Patenkind, so wie ich habe, das gerade im besten Heranwachsalter ist und irgendwie den Drang hat, jeden Tag zu spielen und rauszugehen, wenn möglich, auch jetzt bei dem vielen Schnee, was kam, einen Schneemann zu bauen und einfach mal hinzugehen und sich mit dem Kind zu beschäftigen. Genauso mit den Großeltern, ist dann genau die Generation danach. Das fällt im Moment doch natürlich völlig flach und das ist schon ein Punkt, was mich bedrückt. Vielleicht schließen wir jetzt mal mit was Positivem ab und ich gebe dir den Ball jetzt mal weiter. Ja, das Positive, das ist, wie wir es eben schon gesagt haben, man entdeckt sich so ein bisschen selbst neu. Also man entdeckt Facetten an sich, die man so nicht gesehen hat, vielleicht auch wenn man einen Partner hat, dass auch da man nach so einer Situation sieht, okay, das könnte was Längeres werden, man ist jetzt doch dazu gedrängt, Tag ein, Tag aus miteinander zu verbringen und daraus kann auch sehr, sehr viel Stärke wachsen und man wächst ineinander zusammen oder man geht vielleicht gestärkt aus so einer Pandemiesituation raus. Und man lernt sich vielleicht auch mal so richtig kennen. Definitiv, im Guten wie im Schlechten. Man zofft sich mal richtig und dann gibt es eben keinen Ausweg. Dann kann man nicht raus oder mal eine Runde an die frische Luft, klar, aber nicht viel mehr, ne? Und ich denke, das ist so das, was am Ende unterm Strich übrig bleiben sollte. Wir müssen daraus jeder für sich und auch als Gesellschaft einfach das Positive ziehen. Und ich denke, da werden wir auch nachhaltig noch mit ganz anderem Blick drauf zurück betrachten in diese Zeit und dann sagen, was uns das alles gelehrt hat und dass man auch vielleicht mal Dinge wieder schätzen lernt, die man vorher für selbstverständlich gehalten hat. Absolut. Das wäre jetzt beispielsweise auch mein Schlusspunkt gewesen. Entschuldigung. Dass man die Dinge jetzt mehr wertschätzt. Ja, also dass es nicht selbstverständlich ist, dass man auswärts essen geht oder dass es nicht selbstverständlich ist, dass man sich mit größeren Gruppen trifft und feiert. Dass wir einfach in Zukunft mehr Wertschätzung unseren Freiheiten gegenüber haben, die wir normalerweise immer hatten. Dafür war, glaube ich, ist diese Pandemiesituation gerade ganz gut, ganz lehrreich. Definitiv, genau. Gut, dann war die erste Folge doch wieder länger, als wir es geplant haben, aber ich hoffe, die Zuschauer und Zuhörer sind noch dran geblieben. Ja, also auch für die nächsten Themen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Input für uns, was wir hier thematisieren sollten, was möchtet ihr von uns hören, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Genau, irgendwelches Feedback, positiv wie negativ, Kritik, Anregungen, Themenvorschläge und dann schauen wir mal, ob wir das fortführen und in welcher Form. Genau. Ansonsten von uns beiden viel Spaß weiterhin beim Deutschlernen. Bleibt dran, bleibt motiviert, übt auch das Hörverstehen in Form von Podcasts oder Videopodcasts. Die sind eine ganz, ganz tolle Übung, wenn man eine neue Sprache lernt. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.